Was soll Markus denn bitte schön da abziehen? Er macht sich wieder an dich ran. Warum sonst sollte er dir diesen Job geben? Jan spielt sich nicht als Vater! Nein, das macht er nicht. Er ist es wahrscheinlich. Julia braucht dich. Was soll ich denn da? Soll ich zugucken, wie der Bauch dicker wird von deinem Kind oder was? Bitte, wenn du sie noch haben willst. Jetzt kannst du sie haben. Oliver, was ist mit ihm? Er hat diesen Aufenthalt auf der Krankenstation zur Flucht benutzt. Was? Er ist ausgebrochen. Heute Morgen. Also, Frau Kopp, wann haben Sie denn nun Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Er ist abgehauen. Wie konnte das passieren? Die Umstände seiner Flucht sind noch nicht genau geklärt. Hat Ihr Mann denn schon Kontakt zu Ihnen aufgenommen? Ich wollte mich scheiden lassen von Oliver. Das mag schon sein, aber vielleicht hat er trotzdem sich bei Ihnen gemeldet. Er hat sich gemeldet. Susanne, der Brief. Vor ein paar Tagen hat ein Zellengenosse Olivers ihr einen Brief gebracht. Wie hieß der Mann? Frau Kopp. Kai Morlock. Ist er Ihnen bekannt? Ja, bestens. Was hat er denn gesagt? Meinen Sie, Oliver will zu mir? Frau Kopp, was hat Kai Morlock zu Ihnen gesagt? Über Ihren Mann zum Beispiel. Und was steht in dem Brief? Susanne. Kommen Sie mit mir. Ich zeige Ihnen den Brief. Bitte. Bringst du Ramon schon wieder Pommes hoch? Ja klar, warum nicht? Die Krankenhausküche hat im Moment nichts anderes zu bieten. Außerdem sind Pommes sowieso viel nervter als irgend so ein Labbermüsli von dir. Also. Hey, Alter, alles klar? Komm, lass uns noch mal über alles in Ruhe reden, okay? Ich verstehe, dass du wütend bist, aber Aber was? Ist wahrscheinlich normal, dass Julia mit ihrem Bruder schläft, ja? wie oft soll ich dir noch sagen, das bildest du dir alles bloß ein? Wo habt ihr es überhaupt gemacht? Auf dem Sofa oder in unserem Bett? So, jetzt reicht's aber, ja? So, was denkst du eigentlich von Julia? Sie wird dich nie betrügen, schon gar nicht mit mir, kapiert? Du hast doch öffentlich schon zugegeben, dass du der Vater bist. Was habe ich? Ja, in einem Kinderladen. Hast du doch gesagt, dass es dein Baby ist, oder bilde ich mir das auch alles ein? Das war doch ganz anders. Wie lange dauert es denn noch, bis sie Vater werden? Soll ich der Verkäuferin erst sagen, nein, ich bin nicht der Vater, ich bin nur der Onkel, oder Ja, was? natürlich, wenn es so ist. Aber du bist ja der Vater, also hast du es auch so gesagt. So einfach ist das. Was für ein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Ihr wusstet ja gar nicht, dass ich euch zugehört habe. Du hast doch die Wahrheit gesagt. So einfach. Tim, Okay. Hi. Hi. Oh, Wahnsinn. Mein Freund hat sich ja richtig aufgebrasselt. Wie falle ich dir? Ja, siehst aus wie ein Botschafter. Wohin willst du mich entführen? Hm? Entführen? Soll ich was Langes anziehen oder tut es auch das kleine Schwarze? Wir gehen gar nicht aus. Nee? Wieso, ist das dein neues Hausdress? Nein. Ich probe gerade für meinen Auftritt als Confrancier. Ach so. Hast du dir das immer noch nicht aus dem Kopf geschlagen? Nein. Warum sollte ich auch? Echt, Gero. Du rührst die Werbetrommel für Tanja. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich das ein bisschen komisch finde? Ach komm.
Letztendlich ist das nur ein Job. Und wer der Veranstalter ist, das kann mir doch egal sein. Ja, das ist ja die richtige Einstellung. Hauptsache, die Kohle stimmt. Hey, du arbeitest doch auch für Tanja. Moment, Ben hat mich eingestellt. Ja, aber jetzt gehört Tanja der Laden. Du denkst doch auch nicht daran, deshalb zu kündigen. Echt, das ist ja wohl ein kleiner Unterschied. Ich brauche das Geld zum Leben und du tust das nur aus Lust und Laune. Ich mache das, um Erfahrungen in einem neuen Bereich zu sammeln. Vielleicht ist irgendjemand da, der auch einen Konferencier braucht. Und dann ist die Sache bei Tanja nur ein Sprungbrett. Dann würde ich mal gut aufpassen, dass dieser Sprung nicht zur Bauchlunge wird. Glauben Sie wirklich, dass Oliver hier auftaucht? Tja, wie wir aus dem Brief entnehmen können, scheint Herr Kopp ja noch sehr an Ihrer Tochter zu hängen. Ja, aber er muss doch fürchten, dass wir die Polizei alarmieren, wenn er hier erscheint. Muss er? Ja, selbstverständlich. Ich würde sofort die Polizei rufen. Meine Tochter natürlich auch. Frau Kopp, Sie müssen uns benachrichtigen, wenn Ihr Mann hier auftaucht. Sonst machen Sie sich schuldig. Wir raten es Ihnen auch zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Selbstverständlich benachrichtigen wir Sie sofort. Gut. Dann gibt's da ein Problem. Herr Kopp hat ja bei dem Brand im Gefängnis verschiedene Verletzungen erlitten. Er musste sich einigen Gesichtsoperationen unterziehen, die letzten vor ein paar Wochen. Also das war auch der Grund, weshalb er auf der Krankenstation lag. Mein Gott, so schlimm? Ja, also der Grund ist, dass Sie ihn nun ja wahrscheinlich nicht erkennen werden. Also allerhöchstens an der Stimme oder am Körperbau. Gibt es kein Foto von ihm? Leider nicht. Er sollte natürlich erst nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus erkennungsdienstlich registriert werden. Das heißt also, da draußen läuft ein entflohener Sträfling herum, von dem wir nicht wissen, wie er aussieht. Tja, Und wie wollen Sie ihn dann wieder einfangen? wir rechnen da ganz mit Ihrer Mithilfe. Warum hast du Tim denn nicht einfach festgehalten? Ja, wie denn? Und warum? Du hättest ihn mal sehen sollen, wie er geredet hat. Der ist so abgedreht, der Typ. Nee, der soll sich erst mal beruhigen. Ja, aber wir müssen doch irgendwas tun. Schon, aber ich wüsste momentan einfach auch nicht, was. Es sei denn, man lässt ihn gleich in die Psychiatrie einweisen. Ist doch wahr. Wie kann er, Clarissa, diese Geschichte bloß glauben? Und vor allem, warum kommt er nicht gleich zu uns? Das verstehe ich ja auch überhaupt nicht. Hey, ich will mich nicht einmischen, aber es ist ja nun mal so, dass ihr ein enges Verhältnis habt. Jetzt fang du auch noch an. Dann wart doch mal. Ich meine ja nur, es könnte doch sein, dass Tim sich ausgeschlossen gefühlt hat. Und wenn jemand schon so sauer ist, dann glaubt er doch viel eher so eine Geschichte. Ja, entschuldige bitte, was können wir dafür, wenn er so eine kranke Fantasie hat, sowas zu glauben? Stell dir vor, hier kommt jemand rein und sagt, dass du ein Kind von Frank erwartest. Meinst du, Gero würde das glauben, ja? Nein, natürlich nicht. Na siehst du, aber er. Er glaubt es, wenn Clarissa ihm sagt, das Kind, was Julia bekommt, ist von Jan. Wenn das nicht krank ist, dann frage ich mich, was krank ist. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anmachen. Ja, ist schon gut. Ich sollte mich nicht einmischen. Das müsst ihr unter euch dreien ausmachen. Hast du irgendetwas dabei? Tränengas? Ich habe noch nie Tränengas besessen. Anna hat welche sicher. Papa, ich glaube nicht, dass man Oliver mit Tränengas beeindrucken kann. Gut, ich fahre dich zur Kneipe. Ich fahre alleine. Susanne, vielleicht wartet Oliver dort irgendwo auf dich. Dann wartet er eben auf mich. Vielleicht hat er einen Blumenstrauß dabei. Also ich finde das überhaupt nicht zum Lachen. Es ist mein voller Ernst. Warum sollte Oliver mir was antun? Er hat mir einen netten Brief geschrieben. Susanne, jetzt warte doch mal. Tut mir leid, keine Zeit. So. Hallo, Susanne, aufwachen. Entschuldige. Macht nichts. Der Sekt ist für Tanja und Markus. Wird sofort geliefert. Hi. Hi. Oh, Tanja und Markus? Worauf stoßen die an? Frag sie doch selber. Ich kann mich beherrschen. Es wird schon nicht so wichtig sein.
Den echten Champagner gibt's, wenn wir die Gala hinter uns haben. Ich hoffe dann in einem etwas würdigeren Ambiente. Natürlich. Ich trinke Champagner prinzipiell nur auf Stilmöbel. Oder im Bett. Mein Bett ist übrigens auch ein Stilmöbel. Ziemlich modern, aber immerhin. Guck sie dir an, echt. Ist doch ein richtiges Traumpaar, oder? Das sagst ausgerechnet du? Noch vor ein paar Wochen hättest du Tanja die Augen ausgekratzt, wenn sie sich an Markus rangemacht hätte. Mir ist es lieber, dass Tanja sich an Markus ranmacht, als dass sich Markus an Gero ranmacht. Verstehe. Es bringt doch jetzt nichts, wie wild in der Gegend rum zu telefonieren. Jan, ich muss irgendwas tun. Aber wir haben doch schon überall nachgefragt. Wenn wir jetzt nochmal anrufen, denken die doch wirklich, wir haben eine Meise. Ach, das ist mir doch ganz egal. Ich rufe jetzt noch mal bei Arno an. Todkranken, die auch immer die Studenten gucken kommen. Ja, ja, so wo der Bruchhaus trifft. Ja, ja. Machst du leiser? Schön. Ja, gut, Gott. Ja, dann schauen wir uns als erstes mal... Brandner? Hallo Arno, hier ist Julia. Hallo, Julia. Hi. Sag mal, ist Tim bei euch? Ist er immer noch nicht zu Hause? Nein. Ich wollte auch nur wissen, ob er sich vielleicht bei euch gemeldet hat. Nein, hat er nicht. Vielleicht ist er irgendwo ein Bier trinken. Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, wir hatten einen kleinen Streit gestern Abend und seitdem war er nur mal kurz in der Kneipe. Ich weiß leider nicht, wo er danach hingegangen ist. Im Büro war er auch nicht, aber das habe ich Jan schon gesagt. Sag mal, wenn er nicht bei der Arbeit erschienen ist ohne Begründung, war es vielleicht ein größerer Streit? Nein, also das war halb so wild. Ich mache mir halt nur Sorgen, weil er sich noch nicht gemeldet hat. Julia wird wieder auftauchen. Ja. Sollte er hier erscheinen, dann sorge ich dafür, dass er dich anruft. Einverstanden? Okay, danke Arno. Mach's gut. Tim ist verschwunden. Bitte begrüßen Sie mit mir die 3 Rastellis. Die einzigen Jongleure der Welt, die mit glühenden Tauchsiedern jonglieren können. Oh, heiß, heiß. Oh. Leider haben die Rastellis ihre Asbesthandschuhe vergessen. Aber jetzt übernimmt unser Konferencier. Und Hepp. Okay. Bravo, bravissimo. Gero von Sterdig hat die 3 Rastellis arbeitslos gemacht. Er hat ihre Nummer in 3 Sekunden erlernt und sogar noch verbessert. Er braucht überhaupt keine Asbesthandschuhe. Hör auf! Oh Mann. Weißt du, dass du wahnsinnig sexy bist, wenn du so da liegst? Ich glaube, wir machen lieber mit der Moderation weiter. Natürlich. Entschuldige. Wie wär's, wenn wir nach dem 3. Showblock einsteigen? Bitte. Mann, der kann vielleicht essen. So ein Schlag am Hinterkopf scheint der mächtig einen Appetit anzuregen. Susanne, du hast gleich Feierabend. Ja, wenn keiner mehr kommt. Sag mal, der Typ vorhin in der Ecke, der hatte eine ziemliche Narbe vorm Ohr. Hast du die gesehen? Oh, Susanne. Nicht jeder Typ mit einer Narbe muss dein Oliver sein. Kann ich noch ein Bier kriegen? Tut mir leid, wir haben schon Feierabend. Tja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Und? Die Stimme war ganz anders. Ja, natürlich war sie anders. Du machst dich vollkommen umsonst verrückt. Oliver hat mich immerhin früher bedroht. Aber der Brief klang doch ganz nett. Ja, das verwirrt mich ja auch so. Weißt du was, du machst jetzt einfach mal endlich Feierabend. Ich muss aber noch die Tische abwischen. Hey, das mach ich. Frank bringt dich bestimmt noch zu deinem Motorrad. Und du fährst ganz brav nach Hause. Hm? Danke. Frank, kommst du mal bitte? Ja, was gibt's? Kannst du Susanne mal zu ihrem Motorrad bringen, bitte? Na klar. Mit dem größten Vergnügen. So, hier. Oh, danke. Jan, ich muss gerade an unseren Geburtstag denken. Vielleicht habe ich Tim da wirklich ein bisschen links liegen lassen. Wie kommst du jetzt darauf? Naja, ich versuche, mich in ihn reinzuversetzen. Ich versuche zu verstehen, warum der so ausgerastet ist. Er hat's nicht leicht gehabt mit mir.
Von Anfang an nicht. Du warst immer da. Ja und? Du hast es ja auch gewollt, oder? Klar. Ich meine nur, es ist für Tim offensichtlich schwerer zu verkraften, als ich geglaubt habe. Und dann noch meine Aktion nach der Hochzeit. Damit hatte ich doch gar nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Jedenfalls nicht direkt. Ich sag's ja auch nur, weil Tim wieder davon angefangen hat. Er muss echt sowas wie einen Verfolgungswahn entwickelt haben. Tja, ja, offensichtlich. Clarisse hat das gespürt und voll ausgenutzt. Warum hat er mir nichts davon erzählt, Jan? Wieso frisst er das alles in sich rein? Tja, er scheint dir eben nicht besonders zu vertrauen. Oder haben wir uns vielleicht doch so aufgeführt, dass er das glauben muss? Mit dem Kind, meine ich. Könnte doch sein. Sieh mal, vielleicht sind wir wirklich zu vertraut miteinander. Natürlich sind wir vertraut miteinander. Ist doch ganz normal. Wir sind Geschwister. Und du meinst nicht, dass wir es ein bisschen übertrieben haben manchmal, ja? Nein. Ich habe Tim keinen Grund gegeben, sowas zu denken. Obwohl ich es mir oft gewünscht hätte. So. Und jetzt müssen Sie mir verraten, wen Sie als Moderator für unsere Gala gewinnen konnten. Jürgen von der Lippe? Nein, ich habe beschlossen, einem Newcomer eine Chance zu geben. Und? Wie heißt das Wunderkind? Sie kennen ihn. Gero von Sterneck. Wie bitte? Ich finde, er ist äußerst talentiert und sehr witzig. Dann muss es noch einen zweiten Gero von Sterneck geben. Also der einzige, den ich kenne, ist ein langweiliges Muttersöhnchen. Der kriegt nicht mal seine Patienten zum Lachen. Dann haben Sie ihn noch nicht auf der Bühne gesehen. Da kann ich auch gut drauf verzichten. Morgen. Morgen. Und, hast du gut geschlafen? Oh, hätte besser sein können. Irgend so ein Spinner meint hier mitten in der Nacht anrufen zu müssen. Wann? Bevor du nach Hause gekommen bist. Hast du nichts gehört? Ich habe einen tiefen Schlaf. Du weißt ja, das Studentenwohnheim härtet ab. Wer war dran? Niemand. Und dann habe ich mich gerade wieder hingelegt. Klingelt es schon wieder. Ich gehe wieder ran, wieder nichts. Hast du irgendwas im Hintergrund gehört? Nein. Vielleicht war es nur irgendjemand, der sich in der Nummer getäuscht hat. Brandner? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Neben mich. Ob das Oliver war? Kann sein. Irgendwie unheimlich. Aber es kann doch genauso gut sein, dass sich wieder irgendjemand verwählt hat. Naja. Und wenn es Oliver war? Durch das Telefon kann er dir ja nichts tun. Ne? Und wenn er von der Telefonzelle an der Ecke angerufen hat, vielleicht steht er bald vor der Tür. Das wird er nicht wagen. Ja, und wenn, dann rufen wir die Polizei. Die schicken ihn gleich wieder zurück in den Knast. Da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich verstehe nicht, warum Sie sich so gegen Gero von Sterneck sträuben. Er ist ein echtes Naturtalent, der geborene Entertainer. Das mag ja sein. Aber wir müssen unseren Gästen was bieten. Wir brauchen ein bekanntes Gesicht und nicht irgendeinen Anfänger. Glauben Sie mir, die Gala wird ein Erfolg. Mit Gero von Sterneck. Was macht Sie so sicher? Ich habe ein Gespür für sowas. Außerdem habe ich stundenlang mit ihm geprobt. Ich kenne sein Potenzial. Ich weiß nicht, warum Sie ihm keine Chance geben wollen. Warum sollte ich? Weil ich mich persönlich für ihn verbürge. Ich werde alles tun, um Sie zufriedenzustellen. Alles? Alles, was Sie wollen. Gut, dann soll er seine Chance haben. Hm.
Nein, nein. Schlaf ruhig weiter. Bist du gar nicht müde? Doch, das bin ich. Dann setz dich doch. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen schlafen. Wenn du meinst. Es ist so kalt. Laufen die Proben gut? Klar, läuft super. Danke. Wie ist das so mit Markus? Wie ist das so? Naja, könnte ja sein, dass alte Gefühle wieder hochkommen. Quatsch. Das läuft auf rein beruflicher Ebene. Ach so. Naja, im Moment scheint er sich ja auch mehr für Tanja zu interessieren. Ach ja? Mhm. Klar. Du hättest mal sehen sollen, wie die hier miteinander geflirtet haben. Ja. Markus muss halt schön Wetter bei der Geldgeberin machen, das gehört dazu. Und selbst wenn mehr dahinter stecken sollte, uns kann das doch egal sein, oder? Ja, klar. Naja, dann können wir es den beiden ja direkt gönnen, wenn was aus ihnen wird. Sie ist dann nicht mehr einsam und er hat eine ganz gute Partie gemacht. Und ihr habt endgültig eure Ruhe. Also ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn Oliver plötzlich vor mir steht. Wenn er tatsächlich vor dir steht, merkst du es wahrscheinlich gar nicht. Du weißt doch sein Gesicht. Er soll völlig verändert aussehen. Ja, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man ihn so gar nicht mehr erkennt. Die Stimme soll noch die gleiche sein. Also ich finde die Vorstellung allein schon gruselig. Da bist du mit jemandem verheiratet und weißt nicht mal, wie er aussieht. Schon mal laut. Bei Brandner? Na, endlich gehst du auch mal ran. Oliver? Überrascht? Nein, eigentlich nicht. Hast du meinen Brief gekriegt? Ja, die Polizei war auch schon hier. Naja, dann weißt du ja schon fast alles. Und warum rufst du da noch hier an? Weil jetzt, wo ich nicht mehr im Bau bin, da hat sich einiges geändert. Ich habe dir ja geschrieben, was ich für dich empfinde. Ja und? Na, da war ich noch davon ausgegangen, dass ich irgendwann mit Bewährung rauskomme. Dann hätten wir noch mal von vorne anfangen können. Aber jetzt wäre das ein bisschen problematisch. Ja, das kann man wohl sagen. Es wird vor allem nicht mit meinen Reiseplänen zusammenpassen. Weißt du, ich gehe nach Südamerika. Ich denke, das ist das Beste im Moment. Mhm. Auf jeden Fall werde ich jetzt der Scheidung zustimmen. Das wollte ich dir eigentlich nur sagen. Gut. Also dann, so long, Baby. Pass gut auf dich auf. Vielleicht schreibe ich dir mal.